Osaka hat den Spitznamen Tenkan no Daikokori, was Küche der Nation auf Japanisch heißt. Und an keinem Ort kann ich glücklicher sein, als in der Küche einer so leckeren Nation. Ich zeige euch die geheimen Foodspots, die euch kein Vlogger zeigt. Und außerdem probiere ich dieses Essen, das auf TikTok viral gegangen ist. Let's go! Das war so heftig lecker. Arigato, it was very, very good. Thank you. Und meine Foodtour in Osaka beginnt gleich mit einem Geheimtipp. Das ist der Ort, wo die Einheimischen zum Essen herkommen. Was bedeutet, als erstes einmal gibt es traditionelle japanische Gerichte, aber auch indisch, chinesisch, was auch immer, wirklich alles. Und zweitens, die Preise sind viel, viel günstiger als diese klassischen Touristenorte. Hier, wie ihr sehen könnt, echt alles zu günstigen Preisen. Local-Preise, einheimische Preise. Bier, 350 Yen. Hier alles sehr, sehr verschiedene Gerichte, japanische Gerichte. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, was ich essen soll. Es gibt so viel Auswahl, ich weiß gar nicht, was ich probieren soll. Also ich habe mich jetzt für das Fleischrestaurant entschieden. Was das ganz genau ist, keine Ahnung. Da das hier ein Ort für Einheimische, also nicht für Touristen, steht hier alles auf Japanisch. Bringt auf jeden Fall Google-Übersetzer mit. Aber bei Fleisch kann man nicht so viel falsch machen. Ich erzähle euch jetzt ganz schnell, weil ich einfach nur noch essen will. Das sieht so lecker aus. Dann gibt es dazu Reis. Ich habe mir hier so eine Knoblauchsoße dazu genommen. Suppe und ein mehr oder weniger Salat. So wie ich es liebe, schön blutig. Richtig geiles Fleisch. Zergeht richtig schön auf der Zunge. Jetzt probieren wir es nochmal mit der Knoblauchsoße. Boah. 10 von 10. Das ist ein richtiger Geheimtipp, Leute. Kommt auf jeden Fall hier, Ekemer Building 2. Ich packe euch den Link für Google unten rein. Aber jetzt, wo ich gegessen habe, habe ich richtig Bock auf den Nachtisch. Ich bin ja eigentlich für den Nachtisch hergekommen, aber guck mal, was ich noch entdeckt habe. Das werde ich jetzt auch noch essen und danach geht's zum Nachtisch. Einfach so ein Sushi-Restaurant mit Band. Wie geil ist das bitte? Das musste ich einfach nochmal ausprobieren, auch wenn ich nicht so viel Hunger habe. Das muss einfach sein. Stimmt auf jeden Fall. Sushi in Japan ist richtig lecker. Und richtig authentisch hier mit diesem Fließband. Das war ein nicer Zwischenstopp. Aber jetzt geht's zum Nachtisch. Da habe ich mir auch was Geiles rausgesucht. Ich drehe durch. Es gibt einfach Baklava. Natürlich habe ich mein Stück bestellt. Mal gucken, ob es genauso gut schmeckt wie in Istanbul. Das Eis ist einfach zuckerfrei, halal und vegan. Klingt langweilig. Ob es auch langweilig schmeckt, sehen wir jetzt. Der Laden heißt Far East Bazaar und hier gibt es auch eigentlich türkischen Kaffee. Leider ausverkauft, dann hätte ich auf jeden Fall einen getrunken. Ich vermisse türkischen Kaffee richtig. Aber probieren wir jetzt erstmal das Eis und gleich kommt mein Baklava. Das ist richtig lecker. Vor allem dafür, dass es... Also man schmeckt ein bisschen, dass es zuckerfrei ist. Bin ich ehrlich. Ist aber trotzdem lecker. Nice. Also Schokolade Dattel ist richtig lecker. Das ist die Sorte, die ich euch ans Herz lege, wenn ihr herkommt. Kommen wir zum Baklava. Als erstes einmal der Knuspertest. Ja. Könnte knuspriger sein. Der Moment der Wahrheit. Duft, 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 duft. Schmeckt lecker. Man schmeckt raus, dass das Baklava sein soll. Aber mit der Türkei kannst du nicht mithalten. Ist irgendwie wie eine andere Süßspeise, aber schmeckt lecker. Also die erste Runde meiner Foodtour war ein voller Erfolg. Ihr seht, wie glücklich ich bin. Ich habe so Bock auf weitere Runden. Ah.
Diese versteckten einheimischen Spots haben sich auf jeden Fall gelohnt. Osaka Classic sind die Takoyaki. Das sind so Teigpellen, in denen Oktopusse drin sind. Und ich bin jetzt zu einem der ältesten Stores gekommen, die den machen. Aber vor allem der kleinste Store. Schaut es euch an. Richtig klein und putzig. Hier können kaum Leute stehen. Wirklich klein, gemütlich. Gibt nicht mal eine richtige Tür, muss sie da durchklettern. Aber wie gesagt, einer der Orte, die den am traditionellsten machen. Probieren wir mal. Dieser Store wurde mir von dem Mann an der Rezeption empfohlen. Er hat gesagt, richtig lecker, richtig traditionell, richtig berühmt. Und die Oma hier ist doch einfach nur süß, oder nicht? Richtig süß. Hier ist einfach das Merkmal, das dürfen nicht so richtige Bälle sein. Die müssen so weich sein, hier so durchgesipscht, heiß. Und da muss die Soße durchlaufen. Und das kriegt ihr halt nur an diesen traditionellen Orten, weil in dieser Downtonbury Street, wo jeder hingeht, aber nicht ich, kriegt man so ganz normale Bällchen, weil die einfach nicht mit Herz gemacht sind, nicht traditionell gemacht sind. Und hier richtig traditionell. Heiß. Richtig lecker. Kriegt von mir 10 von 10 Sternen. Und zwar glatte. Arigato, it was very, very good. Thank you. Also dieser Osaka Classic hat seinen Ruf auf jeden Fall verdient. War richtig lecker. 10 von 10 Sternen. Und den Link für den Shop, Google Maps Link, packe ich euch unten rein. Weiter geht's mit dem weltberühmten japanischen Käsekuchen, der vor allem für seine weiche Konsistenz bekannt ist. Darauf habe ich schon die ganze Zeit Lust und den muss man in Japan einfach probiert haben, Bro. Original gibt es den bei Rikuros. Und dass vor allem dieser Laden dafür beliebt ist, sieht man an der langen Schlange und der Security. Um einen frischen Kuchen zu bekommen, musste ich 1 Stunde anstehen, aber ich spoiler schon mal, das war's wert. Guck doch mal, wie schön der wackelt. Wie ihr gesehen habt, frisch aus dem Ofen. Suche mir jetzt einen chilligen Spot und esse den Käsekuchen. Die Wobble, die Wobbin. Leider gibt es halt nur so ein ganzes Stück. Man kann sich nicht irgendwie so ein Viertel oder so holen oder ein halbes Stück. Deswegen muss ich jetzt leider den ganzen Kuchen essen. Nice. Oh mein Gott. Boah, richtig gut. Boah. Auf jeden Fall sehr fluffig. Ist einfach so. Nicht zu schwer, nicht zu süß. Genau perfekt. Zergeht richtig gut auf der Zunge. Das ist richtig eine geile Konsistenz im Mund. Hat so einen leichten Käsekuchengeschmack, aber auch irgendwie anderen Geschmack. Ist wirklich so, als ob du auf so eine Wolke beißt. Oh, richtig lecker. Wie gesagt, nicht zu süß. Genau perfekt. Und das zergeht so gut im Mund, Alter. Richtig nice. Kein Wunder, dass er so famous. Oha, Digga. Davon kann man easy ein ganzes Stück essen. Weil es halt echt nicht schwer ist so. Ich kann nicht mal beschreiben, an irgendwas erinnert mich das, keine Ahnung an was. Ich kann es nicht beschreiben, aber... Das ist so... Von der Konsistenz her, im Mund zergeht das so, als ob man Sahne essen würde. Aber dazu schmeckt es noch richtig lecker. Ich schwöre, der Kuchen kriegt eine 10 von 10 locker. Sowas habe ich noch nie. Ich habe schon echt viel Essen gegessen, schon viele verschiedene Sachen probiert. Aber diese Art Konsistenz und Geschmack ist das erste Mal, das ist richtig einzigartig. Wer noch mehr Süßes essen will, muss auf jeden Fall zum Belle Époque Café kommen. Keine Ahnung, ob man das so ausspricht, aber so macht es am meisten Spaß. Hier gibt es viele verschiedene Tsunami-Kuchen und vor allem guten Kaffee. Mein Kuchen war mit taiwanesischem Karamell und Schokolade und war richtig lecker. So lecker, dass ich ihn ohne zu übertreiben in 5 Minuten gegessen habe. Wer nach Japan kommt, muss auch auf jeden Fall ein Yakitori-Restaurant besuchen. Das ist Pflicht. Von denen gibt es in jedem Stadtteil viele verschiedene und mein Tipp ist,
Geht nicht zu denen, die Fame sind, sondern wirklich zu authentischen aus lokalen Nachbarschaften. Hier wird viel gegrillt, vor allem Hühnchen und Rind sind auf dem Speiseplan. Meistens trinkt man zu dem Essen Bier. Es war so heftig lecker, dass ich mir immer mehr und immer mehr bestellt habe. Am Ende habe ich gerade mal 18 € bezahlt und war heftig satt. Das war so heftig lecker. Alles, was die Japaner grillen, machen sie richtig geil. Ich schwör's dir, die japanische Küche. Ich habe nicht so viel erwartet. Ich dachte immer nur an Sushi, aber krass geile Küche haben die, Alter. Das Essen ist so lecker. Habt ihr schon mal japanischen Taco probiert, meine Freunde? Ich auch nicht, aber irgendwann ist immer das erste Mal und das erste Mal für japanischen Taco ist jetzt. Also, das ist ein Taco Okomiyashi oder so. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. So müssen sich die Deutschen fühlen, wenn sie Lahmacun aussprechen. Ich verstehe euch jetzt 100%. Das ist halt dieses traditionelle Gericht, was ich vorher schon gegessen hatte, in diesem kleinen Laden, in diesem kleinen Stand, in Taco-Form, mit Käse. Richtig geil. Also bei Käse kann man bei mir auch nichts falsch machen. Ich liebe Käse. Ist ein guter Snack für zwischendurch und hat einfach nur 300 Yen gekostet allgemein hier in der Straße. Ich packe euch den Link wieder in die Beschreibung von dem Laden. Viel Streetfood. Bei dieser Straße könnte man einen Foodvlog alleine drehen. Hier schön mit Oktopus. Osaka verdient auf jeden Fall den Namen Küche der Nation. Es gibt einfach überall Essen und damit bin ich überall glücklich. Und wer nach Japan kommt, muss auch auf jeden Fall Udon-Nudeln essen. Was das ist, zeige ich euch jetzt. Das Besondere an Udon ist, oder sind, diese dicken Nudeln. Ist nicht wie Ramen, so dünne Nudeln, sondern so richtig dicke Nudeln. Ganz normale Weizennudeln. Hier Ei, Reis und Hühnchen. Also die Nudeln schmecken gut, bisschen fad, ich bin ehrlich. Die Suppe dazu ist aber nice. Was richtig gut schmeckt, ist hier dieser Reis mit Hühnchen. Der richtig lecker gewürzt. Der Geschmack zergeht dir richtig auf der Zunge. Du willst immer mehr davon essen, okay, will ich immer, aber das ganze Gericht hier bekommt von mir eine 9 von 10. Was aber richtig lecker ist, ist die Suppe, in der die Nudeln drin sind. Geil gewürzt. Hat so was Frisches. Ich trinke das und fühle mich danach so lebendig. Das tat richtig gut. Gestern Abend war ich feiern, war ein bisschen kaputt. Aber ich schwöre, das hat mir richtig wieder meine Lebensgeister erweckt, mir Energie gegeben. Am Ende bin ich dann auch noch mal zur berühmten Dotonbori Street gekommen, da wo einfach fast 90% der Foodvlogs gedreht werden. Deswegen bin ich auch hier. Hier gibt es die 2 Gerichte, die auf TikTok viral gegangen sind. Die muss ich natürlich auch probieren. Die muss ich euch natürlich zeigen, das bin ich euch schuldig. Es ist sehr viel los, denn jeder Tourist kommt mindestens einmal an dieser Straße vorbei. Lasst es uns anschauen. Ich habe Hunger. Let's go.
Wie ihr sehen könnt, sehr voll. Ich muss auch für dieses eine Gericht, das ich essen will, anstehen. Aber egal, ist viral gegangen. Ich muss es probieren. Oha, ja, dann stellen wir uns mal an. Ich hoffe, das Warten ist es wert. So, nach einer Stunde Warten bin ich gleich dran. Ich stehe jetzt fast ganz vorne. Wehe, das hat sich nicht gelohnt. Es gab wenigstens WLAN. Okonomiyaki wird auch die japanische Pizza genannt, weil man sich die Zutaten teilweise aussuchen kann. Die Grundzutaten sind Wasser, Kohl, Mehl und Ei. Alles andere dazu kann man sich aussuchen. Original werden sie auf einer heißen Herdplatte vor deinen Augen zubereitet. Also traditionell bleibt das jetzt auf dieser heißen Platte. Ich habe hier so einen Pfannenwender und teile mir das jetzt selber ein. In meinem ist Shrimps drin, Rind, Tintenfisch, Beef. Wie ihr sehen könnt, ein Ei. Traditionell ist auch Schweinefleisch drin. Ich habe es natürlich ohne Schweinefleisch bestellt. Und jetzt probieren wir das leckere Stück doch mal. Also es schmeckt sehr käsig und man schmeckt das Ei richtig raus, weil es halt Eierteig ist. Rind schmeckt man raus. Ein bisschen fischig, krass gewürzt. Also wer sagt, japanisches Essen ist nicht gewürzt, das stimmt nicht. Japanisches Essen ist echt gut gewürzt. Schmeckt lecker, aber 7 von 10 Sternen. So, das war Nummer 1 von den TikTok-Gerichten, die viral gegangen sind. Und dazu noch ein Osaka Classic. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zu Nummer 2. Und das ist TikTok viral Nummer 2. Also das ist eher als Nachtisch gedacht. Durch den Teig wird der Käse ziemlich süß. Aber schmeckt auf jeden Fall lecker. Ich bin einfach ein Käsefan. Bei Käse kann man bei mir nichts falsch machen. Auch in dieser Straße könnte man einen ganzen Food-Vlog drehen. Osaka, du hast mich krass überzeugt, was dein Essen angeht. Kein Wunder, dass es die Küche der Nation genannt wird. Ich habe irgendwie Bock auf noch so einen Taler.